eines von den wichtigen Dingen ist, dass wir uns immer wieder zu uns selbst zurückholen, weil viele Menschen sind halt auch durch Nachrichten gar nicht mehr wirklich bei sich. Und dann ist man automatisch instabiler und man spürt auch die eigene Intuition nicht mehr so gut und kann dann auch viel weniger abschätzen, was hat das wirklich für eine Wirkung. Und darum finde ich gut, wenn man auch immer wieder so Zeiten hat, wo man wirklich sich bewusst zu sich selbst zurückholt. Mhm. Was empfiehlst du da? Was sind so deine Wege? Also ich finde, man kann sich ja nur schon mal 5 Minuten einfach Zeit nehmen. Ja. Also dass man wie am Anfang gar nicht so das Gefühl haben muss, ach, das ist jetzt irgendwie eine Stunde oder so, sondern nur schon 5 Minuten, dass man da wirklich ohne äußere Ablenkung nur bei sich selbst ist Mhm. und überhaupt wieder mal merkt, ja, wie geht's mir, was fühle ich überhaupt, was ist meine Intuition. Also, dass diese Verbindung zu einem selbst auch wieder fühlbar wird. Und wenn man das so im Stillen für sich übt, dann wird sie auch irgendwann mit der Zeit besser normal im Alltag. Und ich finde, was auch hilfreich ist, dass man sich einfach auch fragt, ja, in 20 Jahren, vielleicht sieht da die Welt viel besser aus. Ja. Ich meine, klar, das bringt uns persönlich vielleicht im ersten Moment nicht sehr viel, so, aber einfach so für diese Hoffnung, dass man wie versteht, dass man gewisse Dinge aus einem größeren Zeitraum her manchmal einfach anschauen muss, um überhaupt zu sehen, dass dann was Gutes daraus entsteht. Mhm. Wie wichtig findest du, ist es, sich mehr auch mit der geistigen Welt zu verbinden oder mit den liebevollen, lichtvollen Wesen? Und würdest du auch sagen, sollte man das täglich immer wieder sich da eintunen? Mhm. Also ich finde, wir haben ja alle in uns eine Verbindung zur Intuition und in uns ist auch diese Verbindung zur Quelle und zu unserer Seelenfamilie. Und wenn wir uns mit unserem Bewusstsein auf diese Verbindung konzentrieren, dann entwickeln wir mit der Zeit auch ein Gefühl dafür, dass die da ist, dass wir die wahrnehmen. Und das kann schon hilfreich für uns sein. Und oft ist es ja auch so, sie können uns ja nur helfen, wenn wir auch die Erlaubnis dazu geben. Und ja, je nachdem kann man das ja vergessen, wenn man irgendwie viel los hat und das nicht regelmäßig sowieso macht. Wenn jetzt Menschen zuhören, die sich noch nicht so sicher sind, was kann ich denn geben? Wo ist denn meine Lebensaufgabe? Hat jeder Mensch eine Lebensaufgabe aus deiner Sicht? Ja, wenn wir etwas tun, was uns Freude macht, Mhm. wo wir merken, da ist unser Herz dabei. Ich meine, es gibt Menschen, die haben dieses Gefühl nicht mehr, Mhm. aber auch da, wenn man sich einfach nur bewusst wird, dass es irgendwas gibt, wo man das selbst auch hat, auch wenn man das vielleicht gerade nicht weiß, und einfach auf seine bestmögliche Art probiert, das irgendwie rauszufinden, dann findet man das am Schluss auch. Mhm. Und es hat ja manchmal, also eigentlich immer damit zu tun, dass wir uns selbst wieder wahrnehmen. Wie kommen wir denn wieder ins Fühlen? Weil es gibt zum Beispiel Menschen, die sind sehr im Kopf, mental super fit und so. Sie handeln auch, machen viel, aber da ist nicht viel Emotionalität zu spüren, weil es vielleicht aufgrund von Traumata ein bisschen verschütt Mhm. gegangen ist. Wie kommen wir wieder ins Fühlen? Was können wir da tun? Also zum einen ist es schon so, dass wir auch schauen, was haben wir für Blockaden, Mhm. was haben wir für Traumas, wo haben wir so Überlebensstrategien, dass wir etwas einfach gar nicht fühlen. Wenn wir uns nur schon 5 Minuten am Tag hinsitzen und einfach nur mit uns selbst sind. Bei manchen Menschen dauert das länger, bei anderen weniger, Mhm. aber irgendwann fängt wieder jeder an zu fühlen, weil einfach diese Ablenkung vom Außen
nicht mehr da ist und es nur noch uns selbst gibt. Auch wenn da natürlich jeder anders ist und sich da auch nicht jeder gleich sofort gleich darauf einlassen kann. Aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit zu uns zurücknehmen, dann fangen wir irgendwann wieder an zu fühlen. Mhm. Und Ja, ich denke, ja. es ist so ein Gleichgewicht zwischen dem Herz und dem Verstand. Mhm. Weil wir brauchen ja beides. Und im besten Fall hat unsere Seele, also von unserer Intuition her, die Führung. Und das nehmen wir nur über ein Gefühl wahr. Ich empfinde dich als ein Wesen aus einer anderen Welt, aus höheren Dimensionen. Du bist jetzt hier inkarniert als Mensch und ich glaube, du hast ja nie die Verbindung zu diesen lichtvollen höheren Dimensionen verloren und hast auch ein tiefes inneres Wissen. Was war denn für dich oder ist denn für dich das Schwierigste am Menschsein? Ja, vielleicht auch das Schönste am Menschsein, an der Inkarnation als vereinzeltes Individuum in diesem Körper Mhm. und vielleicht auch das Schwierigste. Was sind da so deine tiefsten Erkenntnisse? Das ist eine große Frage. Ja, Ähm, das ist ein Zeitpunkt. also ich finde ja, wenn wir hier auf der Erde einen Körper haben, dann sind ja einfach ganz viele Dinge möglich, die so gar nicht möglich wären, wenn wir nur energetisch sind. Mhm. Also auch ganz viel Gutes. Natürlich ist es hier auch viel komplexer, also vom Bewusstsein her, weil in der geistigen Welt, da sind wir einfach wir als Seele und wir haben da auch diesen Überblick, den wir einfach oft manchmal gar nicht haben hier auf der Erde. Und das hat natürlich einen Einfluss auf alle Menschen hier und wie sie auch mit Dingen umgehen und untereinander umgehen. Ja, und dann wahrscheinlich dieser Körper, ne, mit diesen ganzen in den Zellen gespeicherten Dinge von den Eltern, von den Vorfahren, das kommt ja auch noch Mhm. dazu. Und wie können wir uns vielleicht im Hier und Jetzt als Menschen schon wieder mehr mit dieser seelischen Ebene verbinden? Wie kommen wir wieder mehr in Kontakt mit unserem höheren Seelenbewusstsein? Wenn wir unserer Intuition folgen und wenn wir von der Liebe her etwas tun, weil auf seelischer Ebene, da sind wir ja diese Liebe und wenn wir die auf unsere Art hier auf die Erde bringen, dann sind wir automatisch mehr mit dieser Energie auch verbunden. Hm. Und am Ende geht es nur um das. Mhm. Also auch alles, was irgendwie auf der Welt vielleicht irgendwie schief läuft und nicht so toll ist. Es ist sehr plump gesagt, aber am Ende ähm, ist alles nur ein Liebesmangel. Wenn der halt da ist, dann es gibt weniger Verständnis, weniger Mitgefühl. Und wenn man da nie gelernt hat, sich selber zu reflektieren und alles nur ins Außen projiziert wird, dann kann das sehr explosiv werden. Mhm. So schön, es entsteht so ein stiller Raum, wenn wir sprechen. Und du erzählst die Dinge so aus dem Herzen, ja. Und ich bin einer, der dann immer intellektuell versucht, was ist die Methode, komplizierte Erklärungen. Aber es ist wohl wirklich ganz einfach, wenn man im Herzen wieder angekommen ist, ne? Ja, also ich denke, die Wahrheit ist ja eigentlich immer einfach. Ja. Man kann sicher alles kompliziert erklären, Ja. wenn man das irgendwie will, aber an sich, ja, es ist einfach. Ja, und gerade der Körper darf auch nicht vernachlässigt werden, gell? Also, ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, war eben, wie gesagt, viel im Kopf und so ein bisschen im Gefühl schon, aber ach so, ich habe ja auch noch einen Körper, ja. Der liebe Körper ist ja ein wunderbarer Tempel, ja. Warum ist das so? Warum neigen viele Menschen dazu, den auch ein bisschen fast zu unterschätzen, also nicht so wichtig zu nehmen? Obwohl er Also so. ich denke, im Spirituellen hat es vielleicht auch damit zu tun, dass einige Leute denken, der Körper ist wie so eine Blockade, also die einen wie so trennt von höheren Schwingungen. Und das ist ja wirklich gar nicht so, weil unser Körper, der reagiert ja einfach auf unsere eigene Schwingung. Mhm. Mhm. Also gut, es gibt noch andere Einflüsse, aber ich meine jetzt von der Dichte her, Ja.
hängt das ja sehr mit unserem Bewusstsein zusammen. Und unser Körper kann sich an ganz hohe Schwingungen anpassen. Und auch die Verbindung zur Quelle und zu unserer Seelenfamilie, die ist auch in unserem Körper. Mhm. Also sie ist nicht so irgendwo so da oben, sondern man kann die wirklich in sich im Körper spüren. Mhm. 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 Das ist interessant, ja. Das ist mir manchmal noch zu wenig bewusst, ja. Und vielleicht nochmal zu den Emotionen. Auch das sind ja Dinge, die manche in der Spiritualität eher bewerten. Das sind nicht so gute Emotionen, das sind gute Emotionen. Aber auch, ich sag mal, Wut oder Traurigkeit hat ja auch eine bestimmte Funktion. Ähm, Ja, oder? ja, also sie sagen ja alle auch etwas über uns selbst aus. Und ich finde, es geht ja darum, dass wir zuerst schauen, was haben wir überhaupt in uns? Also, dass wir auch diese Ehrlichkeit mit uns selbst haben. Mhm. Und wenn wir Gefühle wahrnehmen, dann können sie auch sich wieder auflösen. Und wenn die nur im Unterbewusstsein sind, dann kommen sie irgendwann wieder zurück, Ja. weil sie ja immer noch da sind. Es hat ja nichts mit Liebe zu einem selbst zu tun, wenn man sagt, ja, den Teil finde ich ganz toll, Mhm. aber der andere, der geht gar nicht, das Ja. ähm, kann nicht da sein. Weil nur wenn wir etwas annehmen, dann können wir nachher auch entscheiden, passt uns das so, möchten wir das verändern? Das können wir ja alles auch nur, wenn wir überhaupt in Kontakt damit sind. Mhm. Das sind jetzt ja sehr bewegende Zeiten. Ich weiß es nicht, was ist so deine Sichtweise? Es ist eine Wendezeit, darüber haben wir immer wieder mal gesprochen. Das ist ja auch, deswegen gibt es ja all diese Sendungen. Würdest du sagen, das wird schon alles gut? Oder würdest du sagen, naja, wir müssen schon oder dürfen schon alle mit beitragen, ja? Also sozusagen zu sehr nur Zuschauer zu sein und darauf vertrauen, dass alles gut wird, ist auch nicht die richtige Haltung, oder? Ja, also wir haben ja alle eine Wirkung auf das, was passiert. Auf energetischer Ebene geht das ja gar nicht, dass wir sozusagen am Rand rumsitzen und sagen, wir, Ja. wir tun da nichts, weil wir tun sowieso immer irgendwas. Ja. Und es ist schon so, ich meine, es gibt Dinge in der Zukunft, die sind wie so eingeplant, dass die kommen, aber sehr vieles, das kann passieren, das kann nicht passieren, Mhm. vielleicht passiert es irgendwie anders. Das hat so viel mit uns Menschen zu tun und mit dem Kollektiv, wie wir vom Bewusstsein her sind, wo wir unsere Energie reingeben, wo wir sie nicht reingeben. Und zwar in Gedanken, Gefühlen und in unseren Handlungen. Mhm. Also wenn wir gedanklich denken, wir wollen das und das nicht, aber in den Handlungen machen wir das und tun Ja. das nicht, so dann hat die Handlung meistens sowieso die stärkere Manifestationskraft als der Mhm. Gedanke. Und wir alle tragen ja was dazu bei. Von dem her hat jeder seine Art, wie er auf das große Ganze wirkt. Und wie einfach und unkompliziert oder wie schwierig so ein Übergang wird, der hat ja schon auch viel mit uns zu tun. Mhm. Sicher nicht hundertprozentig, aber jeder Einzelne kann seinen Teil dazu beitragen, wie das wird. Mhm. Ja, auch das Miteinander ist ja bei euch immer wieder ein großes Thema. Frieden, neues Miteinander. Ja, also ich beobachte so in der Szene, in der spirituellen Szene, wünschen sich das viele. Manche sind dann auch schon mehr in diesem Miteinandergeist, aber in der Gesellschaft erlebt man natürlich sehr, sehr viel unterschiedliche, ja, Denkweisen. Kommen wir noch dahin zu einer Menschheitsfamilie oder wird es eher so sein, dass es verschiedene Ebenen eines Miteinanders gibt, wie man es ja jetzt auch schon erlebt? Also ich gehe schon davon aus, dass wir das irgendwann wirklich auch kollektiv haben. Ja. Das heißt jetzt nicht unbedingt irgendwie nächsten Monat oder in einem Jahr, aber das gehört für mich zu den Dingen, wo ich mir halt immer sage, ja, in 20 Jahren sieht alles anders aus. Ja, ja, ja.
das sind einfach Dinge, die schaue ich aus einem größeren Zeitraum an. Und ja, dann ist irgendwie wie weniger verrückt, was alles passiert. Mhm. Mhm. Weil man einfach weiß, irgendwann, irgendwie ändert sich das.